Kronen und Macht mögen strahlen, aber hinter den prunkvollen Palastmauern verbargen sich die dreckigsten Geheimnisse. Heute lüften wir den Schleier und enthüllen die ekelerregendsten Gewohnheiten der Könige und Königinnen, die dir den Atem rauben werden. Kapitel 1: Die Königin, die nie badete, Isabella I von Kastilien. Isabella Tissach, die Königin, die Spanien vereinte und Christoph Kolumbus auf seiner Reise unterstützte, mied Wasser wie die Pest. Sie badete nur zweimal in ihrem Leben, einmal als Kind und einmal kurz vor ihrer Hochzeit mit Ferdinand von Aragon. Ihre Abneigung gegen das Baden war so stark, dass der Hof ständig Kräuter und Weihrauch verbrennen musste, um den üblen Geruch zu überdecken. Der Glaube, dass Wasser Krankheiten bringt, führte dazu, dass sie jahrzehntelang keinen Tropfen Wasser an ihrer Haut ließ. Die Königin, die Politik und den Gestank dominierte, glaubte, dass Reinheit von innen kommt und dass das Baden den Körper schwächt. Ihr Duft war eine Mischung aus Parfüm und Schweiß, der den Hof in Atem hielt. Kapitel 2: Der Sonnenkönig mit Hämorrhoiden. Ludwig XIV. Ludwig XIV., der als Sonnenkönig bekannt ist und Versailles zu einem glanzvollen Zentrum machte, hatte jedoch seine eigenen, weniger strahlenden Geheimnisse. Er badete so gut wie nie und versteckte seinen Körpergeruch hinter schweren Parfüms. Doch noch schlimmer waren seine gesundheitlichen Probleme, besonders seine schmerzhaften Hämorrhoiden. Diese waren so schlimm, dass eine riskante Operation notwendig wurde. Während die Welt Ludwig für seine Macht bewunderte, lag er oft in seinem Palast und litt im Stillen. Der Sonnenkönig, der für Prunk und Glanz bekannt war, hatte hinter den goldenen Vorhängen Versailles einen weniger glamourösen, sehr schmerzhaften Alltag. Kapitel 3: Heinrich VIII., der König mit dem faulenden Bein. Heinrich VIII., berühmt für seine zahlreichen Ehen und den Bruch mit der katholischen Kirche, hatte auch seine eigene schmutzige Geschichte. Im späteren Leben litt er an einem faulenden Geschwür an seinem Bein, das nie richtig heilte. Der Gestank war unerträglich und Heinrich, der stark an Gewicht zugenommen hatte, konnte sich kaum noch bewegen, geschweige denn baden. Seine Gemächer im Hampton Court waren von Kräutern durchdrungen, um den schrecklichen Geruch zu überdecken, doch das reichte nicht aus. Der Hof musste Heinrichs ekelerregenden Zustand schweigend ertragen, während er politisch wie auch körperlich verfiel. Kapitel 4: Katharina die Große, Puder statt Wasser. Katharina die Große, eine der klügsten Herrscherinnen der Geschichte, hatte ihre ganz eigene Vorstellung von Reinheit. Sie glaubte, dass Wasser schädlich für die Haut sei und mied das Baden. Stattdessen bevorzugte sie Puder und schwere Parfüms, um ihren Körper zu bedecken. Während sie in den Korridoren der Macht für ihre Brillanz gefeiert wurde, hinterließ sie auch eine Wolke von Puder und Parfüm, die nicht immer die unangenehmen Gerüche verbergen konnte. Kapitel 5: Karl V., der stinkende Kaiser. Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, war ein mächtiger Herrscher, doch seine persönliche Hygiene ließ zu wünschen übrig. Er litt an Gicht und glaubte, dass Wasser seiner Gesundheit schaden würde, weshalb er das Baden vermied. Stattdessen verbrannte er Kräuter in seinem Schlafzimmer, um den Gestank zu überdecken. Doch die Luft war so stickig, dass seine Gemächer für viele kaum auszuhalten waren. Der Kaiser, der über Europa herrschte, war gleichzeitig für seinen üblen Geruch bekannt. Kapitel 6: Maria, Erste von England, Bloody Mary. Maria I., bekannt als Bloody Mary, war nicht nur für ihre brutalen religiösen Verfolgungen berüchtigt, sondern auch für ihre Vernachlässigung der eigenen Hygiene. Sie wechselte selten ihre Kleidung und ihr Palast war von einem durchdringenden Geruch erfüllt. Maria glaubte, dass Wasser ihren Körper schwächen würde und vermied es, sich zu baden. Das düstere Klima ihres Reiches spiegelte sich in ihrer persönlichen Pflege wider und der Gestank ihrer Kleidung war ebenso berüchtigt wie ihre grausamen Taten. Kapitel 7: Georg von Großbritannien, der König der Völlerei. Georg von Großbritannien führte ein Leben im Überfluss, sowohl in Bezug auf Essen als auch auf Trinken.
Dies führte jedoch auch dazu, dass er seine Hygiene vernachlässigte. Sein zunehmendes Gewicht erschwerte ihm die Bewegung und er verzichtete auf das Baden. Stattdessen benutzte er Puder und Parfüms, um seinen Geruch zu überdecken. Doch der Gestank in seinen Gemächern war so stark, dass selbst die Gäste des Palastes es kaum aushielten. Georgs Völlerei und Vernachlässigung machten ihn zu einem der ekelhaftesten Könige der britischen Geschichte. Kapitel 8: Henrietta Maria, die unappetitliche Mahlzeit. Henrietta Maria von Frankreich, die Frau von König Charles I., war bekannt für ihre unappetitliche Essgewohnheiten. Es wird berichtet, dass sie während ihrer Schwangerschaft so starke Essgelüste hatte, dass sie rohes Fleisch aß. Sie behauptete, dass das Fleisch ihr Kraft geben würde, obwohl der Anblick und Geruch ihrer Mahlzeiten den Hof entsetzte. Die Vorstellung von einer Königin, die rohes Fleisch verschlang, war für viele einfach unerträglich. Kapitel 9: Peter der Große, der Zwang zum Zähneziehen. Peter der Große von Russland hatte eine bizarre Vorliebe, selbst Zähne zu ziehen, sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Er war von Zahnmedizin so fasziniert, dass er oft freiwillige Opfer suchte, denen er die Zähne zog. Obwohl er als einer der fortschrittlichsten Zaren Russlands gilt, war seine Vorliebe für diese Praxis beängstigend und schockierte seine Höflinge. Kapitel 10: Ludwig XI, der Aberglaube der Ungeziefer. König Ludwig XI von Frankreich war für seinen bizarren Aberglauben bekannt. Er glaubte, dass Insekten, insbesondere Flöhe, magische Eigenschaften hätten und ihm Macht verleihen könnten. Daher trug er absichtlich alte, schmutzige Kleidung, die von Flöhen befallen war. Die Vorstellung, dass ein König sich absichtlich in solch unhygienische Zustände versetzte, um sich angeblich zu schützen, war für seine Zeitgenossen schockierend. Macht und Prunk gingen nicht immer Hand in Hand mit Sauberkeit. Diese Könige und Königinnen haben uns gelehrt, dass hinter der glanzvollen Fassade der Geschichte oft dunkle und ekelhafte Geheimnisse lauern. Aber was ist mit dir? Wie lange ist dein letztes Bad her? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Vergiss nicht, den Like-Button zu drücken und unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.